Wir kommen jetzt zum 7. Kapitel, in dem es um das allgemeine Freiheitsrecht geht. Im 2. Kapitel, das heißt dem Kapitel über den Begriff der Grundrechtsnormen, habe ich zugeordnete Grundrechtsnormen von direkt statuierten unterschieden. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist eine durch Interpretation dem Artikel 2 Absatz 1 zugeordnete Grundrechtsnorm. Artikel 2 Absatz 2 lautet, ich zitiere wörtlich: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit soweit, und nun kommen einige Schranken. Das Verfassungsgericht Deutschlands hat schon in einer sehr frühen Entscheidung, der Elfes-Entscheidung, dieses Recht weit gefasst. Es hat gesagt, dass nicht nur der Kern der Persönlichkeit geschützt ist, sondern jede Handlung. Es hat das Recht zu einem Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit gemacht. Ob eine Verfassung ein Recht auf die allgemeine Handlungsfreiheit enthalten sollte, ist umstritten. Der Richter Grimm hat in einer viel späteren Entscheidung, in der es um das Reiten im Wald ging, in einer abweichenden Meinung gesagt, dass es nicht angemessen sei, jede beliebige Handlung grundrechtlich zu schützen. Denn man muss sehen, wie weit dieses Recht ist. Es umfasst die Freiheit zu entscheiden, ob man einen grünen Schlips trägt oder einen blauen. Viele sagen, dass solche Entscheidung, etwa die Entscheidung zwischen einem grünen und einem blauen Schlips, so unwichtig sei, dass dies nicht grundrechtlich geschützt werden müsse. Vor allem in den Vereinigten Staaten wird die allgemeine Handlungsfreiheit kritisiert. John Rawls zum Beispiel nimmt sie nicht in seinen Grundrechtskatalog auf, und auch Dworkin steht ihr skeptisch gegenüber. Der wichtigste Einwand gegen die allgemeine Handlungsfreiheit als Grundrecht ist der Einwand der Lehre. Ich verteidige das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit und behaupte, dass ein Grundrechtskatalog fehlerhaft ist, wenn er das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit nicht enthält. Die Begründung stützt sich letzthin auf die Menschenwürde. Die Menschenwürde wiederum ist abhängig vom Begriff der Person. In der Theorie der Grundrechte habe ich meinen doppeltriadischen Personenbegriff noch nicht entwickelt. Aber ich habe mit der Menschenwürde im Kapitel 7 argumentiert. Ich erneuere jetzt die Argumentation mithilfe des Personenbegriffs. Eine Person ist zunächst durch 3 Merkmale definiert. Das erste ist Intelligenz. Doch Intelligenz reicht nicht aus, denn zum Beispiel Computer haben auch ein gewisses Maß an Intelligenz und sie sind jedenfalls bis heute keine Personen. Das zweite Personenmerkmal ist das Gefühl. Doch auch das reicht nicht aus, denn es gibt zahlreiche Tiere, etwa Katzen, die fühlen können. Vielleicht nicht auf dieselbe Weise wie wir Menschen, aber sie merken doch, wenn sie Schmerz haben oder hungern. Das dritte Merkmal ist das wichtigste. Das ist das Selbstbewusstsein oder etwas abstrakter, philosophischer formuliert, die Reflexivität. Diese Reflexivität ist wiederum in 3 Arten einzuteilen. Die erste Art ist die kognitive Reflexivität. Wichtige Elemente der kognitiven Reflexivität bestehen darin, dass wir wissen, dass wir geboren worden sind und wissen, dass wir sterben werden.
Diese Eigenschaft haben Tiere nicht. Die zweite Form der Reflexivität ist die volitive Reflexivität. Dabei geht es darum, irgendetwas zu wollen. Mag es um einzelne Handlungen gehen oder um die Formung eines ganzen Lebens. Bei Pico della Mirandola steht die volitive Reflexivität, also das Wollen, das Entscheiden im Mittelpunkt. Das Entscheiden darüber, welche Person wir sein wollen. Die volitive Reflexivität hat freilich noch keinen wirklich normativen Charakter. Denn wir können uns für das Schlechte oder das Böse entscheiden oder für das Gute und Edle. Deshalb muss die dritte Form der Reflexivität eingeführt werden, die normative Reflexivität. Die normative Reflexivität ist die höchste Stufe der Person. Kant nennt sie die Autonomie. Und viele Autoren stützen sich alleine auf Kant und versuchen, den Personenbegriff allein mit der normativen Reflexivität der moralischen Selbstgesetzgebung zu definieren. Das ist jedoch zu eng. Die Menschenwürde umfasst die ganze Person. Sie umfasst also auch, und jetzt verbinde ich die Menschenwürde mit der allgemeinen Handlungsfreiheit, auch das Gefühl, das war die zweite Stufe, und innerhalb der Reflexivität die volitive Reflexivität, das bloße Entscheiden. Vor diesem Hintergrund kommen wir nun zu einer näheren Bestimmung der Menschenwürde. Sie geschieht durch 2 Sätze. Ich habe ein komplizierteres System mit 5 Sätzen. Ich präsentiere hier nur das einfache System mit 2 Sätzen, das jederzeit erweitert werden könnte. Wer eine Person ist, hat Menschenwürde. Das ist der erste Satz. Wer Menschenwürde hat, und jetzt wird es normativ, ein Recht darauf, als Person ernst genommen zu werden. Um jemanden als Person ernst zu nehmen, muss man die Freiheit dieser Person in jeder Hinsicht respektieren. Auch wenn es um Handeln nach Gefühlen geht. Auch wenn es um die zweite Stufe der Reflexivität geht, das bloße Entscheiden. Auf wunderbare Weise ist dies in einem Song der Band The Animals zum Ausdruck gebracht worden. Geschrieben ist der Text von Eric Burdon. Ich zitiere nur eine Zeile. It's my life and I will do what I want. Show me I'm wrong. I do what I want. Wir haben hier also den schönen Fall, dass wir die allgemeine Handlungsfreiheit nicht nur mit philosophischen und juristischen Argumenten begründen können, sondern die Grundgedanken sogar in einem Song einer Rockband wiedergegeben finden. Zurück zur Grundrechtssystematik. Die allgemeine Handlungsfreiheit ist nur dann anzuwenden, wenn die speziellen oder konkreten Grundrechte keine Anwendung finden. Es gilt hier der alte Grundsatz Lex specialis derogat legi generali. Noch ein anderer wichtiger Punkt muss angefügt werden. Im 3. Kapitel ist die Gewichtsformel eingeführt worden. Eine der 3 Variablen auf jeder Seite war das abstrakte Gewicht, WI und WJ.
Was zu schreiben? WI und WJ. Wir wollen die Frage stellen, welches abstrakte Gewicht die allgemeine Handlungsfreiheit hat. Ich habe zwischen 3 Stufen differenziert. Zwischen leicht, mittel und schwer. Leicht, mittel und schwer. Nun können wir die Zuordnungen vornehmen und damit eins erreichen: die allgemeine Handlungsfreiheit, den Gegenstand des 7. Kapitels in das Gesamtsystem der Theorie der Grundrechte einordnen. Ein schweres Gewicht, ein schweres abstraktes Gewicht, S, hat die Garantie der Menschenwürde, über die wir gerade gesprochen haben. Alle anderen Grundrechte haben ein mittleres, abstraktes Gewicht. Die allgemeine Handlungsfreiheit schließlich hat lediglich ein leichtes, abstraktes Gewicht. Damit nehme ich die Einwände von Dieter Grimm, von Rawls und Ronald Dworkin aus, ohne die allgemeine Handlungsfreiheit aus dem Grundrechtssystem zu verabschieden. Ich gebe ihr das adäquate Gewicht und schließe mit der Feststellung: jede adäquate Verfassung, jeder adäquate Grundrechtskatalog in ihr muss die allgemeine Handlungsfreiheit enthalten. Und es ist kein Zufall, dass Kant in seiner Rechtslehre die allgemeine Handlungsfreiheit, bei ihm die Willkürfreiheit, als das einzige Recht, das jedem Mensch notwendig zusteht, erklärt. Nach Kant soll daraus alles andere folgen, das kann bezweifelt werden, aber auf jeden Fall findet sich bei Kant die allgemeine Handlungsfreiheit schon sehr früh als unerlässliches Grundrecht.